Die erste Entscheidung der Bundesliga-Saison steht seit Sonntag fest. Der neue deutsche Meister, wenig überraschend, Bayer Leverkusen. Herzlichen Glückwunsch auch an alle Fans. Das war ja wenig überraschend, aber jetzt haben sie es zu Hause gegen Bremen klar gemacht. 5:0 zu Hause vor eigenem Publikum ist immer noch mal ein bisschen schöner, als auf der Couch Meister zu werden. Oder genau, also überragende Saison. Xabi Alonso und Mannschaft, da kann man nur einen Hut vorziehen. 2 Titel können sie noch holen und ein paar andere Entscheidungen stehen ja noch aus. Der Abstiegskampf ist wieder richtig eng. Richtig spannend und auch Europa. Der Kampf um Europa ist nochmal richtig spannend geworden. Daher der Auftakt heute mit Frankfurt gegen Augsburg. Das wird, eine richtig haarige Partie. Das sogenannte 6-Punkte-Spiel. Beide müssen gewinnen. Die Eintracht allen voran, um Augsburg da fernzuhalten. Und die Augsburger, die können halt mit uns gleichziehen und sogar überholen von der Tordifferenz her. Und so wie die momentan drauf sind, glaube ich, dass sie bei uns 2-3-0 gewinnen. Weil die Eintracht, die hat in Stuttgart, die hat wie ein Absteiger gespielt, wirklich, also so ohne Emotionen, ohne irgendwelche Ideen, falsche Aufstellung. Also ich meine, ich habe nichts gegen Hasebe, der jetzt auch bekannt gegeben hat, dass er nach der Saison seine aktive Karriere beendet. Großartiger Spieler, immer sehr professionelle Einstellung, ein absoluter Vorzeigeprofi, der hat viel auch für seine Gesundheit gemacht und aber du kannst Hasebe einfach nicht gegen Stuttgart bringen. So, und das zeigt eigentlich schon das ganze Dilemma, da hat es schon angefangen eigentlich. Konntest du schon nach einer Minute die Uhr nachstellen. Also ich tippe natürlich wieder für die Eintracht. Ein knappes 1:0. Ich kann es aber nicht vorstellen, weil die Eintracht in der Saison, das ist einfach so emotionslos. Also die Leute gehen ins Stadion, normalerweise bei der Eintracht, weil sie gewohnt sind, geiler Fußball, offensiver Fußball, aggressiv in den Zweikämpfen. Da wird wirklich teilweise ein Feuerwerk abgefackelt, auch wenn sie verlieren. Aber du gehst hinterher nach Hause und hast das Gefühl, okay, die Mannschaft hat halt alles versucht. Am Ende war der Gegner halt besser oder man halt selber mal wirklich scheiße gespielt, aber halt auch maximal so 1, 2, 3 Spiele. Die Eintracht spielt jetzt seit über 40 Spielen irgendwie den größten Mist zusammen. Ist aber auch irgendwie Sechster. Also irgendwas müssen wir ja richtig gemacht haben, aber ich weiß halt auch nicht was. Also ich hoffe natürlich wie immer auf einen Sieg. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das ausgerechnet gegen Augsburg klappt. Mindestens ein Unentschieden. Ich glaube aber, dass Augsburg bei uns gewinnen wird. Am Samstag kommt es dann zum großen Abstiegsduell oder Duell um den Klassenerhalt Wolfsburg gegen Bochum. Also, dass Wolfsburg dann nochmal so tief unten mit reinrutscht, jetzt selbst auch mit Hasenhüttl, hätte ich nicht gedacht. Heiko Butscher auf der anderen Seite hat gegen Heidenheim zu Hause 1:1 gespielt. Also, ja, das ist auch so ein 6-Punkte-Spiel. Ich glaube, wer das gewinnt, der wird sich, da vielleicht ein bisschen mehr Luft verschaffen können. Ich vermute mal, dass Wolfsburg das gewinnt, so von der Qualität. Aber, wie gesagt, jetzt in den letzten Spielen geht es auch nicht mehr nur um Qualität. Da hängt auch ganz viel hiervon ab, von der Psyche. Wer kommt damit ein bisschen besser zurecht? Und ich glaube, dass die Bochumer eventuell ein bisschen besser damit zurechtkommen, weil die es halt einfach schon die ganze Saison über lang machen. Also die stehen unten. Wolfsburg hat nicht die ganze Zeit unten drin gestanden. Es wird interessant. Ich glaube mal eine Unentschieden, oder ich würde mal eine Unentschieden tippen, 1:1. Weil ich vermute einfach, beide können vielleicht nicht so recht, weil sie sich selber im Weg stehen. Ja, und am Ende nützt dann das 1:1 auch niemanden. Aber wir sind mal gespannt und wir gucken mal, was uns da erwartet. Nächstes Hammer-Abstiegsduell. Köln gegen die dann schon bereits abgestiegenen Darmstädter. Ich lege mir jetzt einfach mal fest, die haben einfach keine Chance. Darmstadt wird absteigen und dann geht es halt zwischen Köln, Mainz, Bochum, Union, Wolfsburg. Also Gladbach, weiß ich nicht, ob die da auch noch mit reinrutschen können. Die haben, glaube ich, ein paar Punkte Vorsprung, aber das wird halt noch ziemlich haarig, auch noch am letzten Spieltag. Das wird hin und her wechseln, aber ich denke mal, die Kölner zu Hause, das müssen sie halt gewinnen und ich glaube, das werden sie auch gewinnen. Eventuell ist der Druck auch zu hoch in den Köpfen und Darmstadt gewinnt auf einmal, weil die denken sich jetzt, ach komm, wir können eh nichts mehr verlieren, wir spielen jetzt einfach mal befreit auf. Das wäre so ganz typisch. Aber ich glaube, dass die Kölner da nochmal ein bisschen angreifen werden. Ich werde mal ein 3:1 tippen, ob so deutlich wird. Ich glaube, das wird ein bisschen knapper. Ich könnte mir auch echt vorstellen, dass Darmstadt das macht. Gerade aus diesen Gründen, die ich gesagt habe. Die sind eh schon abgestiegen, vom Kopf her haben sie sich damit schon abgefunden. Die warten jetzt halt nur noch, dass es dann rechnerisch klar ist und die Kölner haben halt 4 Punkte Rückstand auf dem 16. Die müssen also gewinnen. Die kommen gar nicht drum herum. Aber mal schauen, wer damit ein bisschen besser zurechtkommt. Hoffenheim gegen Gladbach ist auch nochmal Europacup-Hoffnung, weil im besten Fall habe ich irgendwie gestern gelesen nach dem Dortmund-Spiel, also ist jetzt die Aufnahme am 17.04. Das ist der Mittwoch, wo die Bayern noch gegen Arsenal spielen. Ich muss das jetzt ein bisschen früher machen, weil ansonsten bekomme ich es die Woche nicht anders hin. Leverkusen spielt auch noch gegen West Ham. Hoffen wir mal, dass die auch weiterkommen. Es könnte nämlich sein, wenn Dortmund die Champions League gewinnt und nur in Anführungszeichen Fünfter wird, dass sogar Platz 6 noch reichen könnte zur Champions League. Dann würde Platz 7 Europa League sein, 7 und 8 und 9 die Conference League oder irgendwie sowas. Ganz wilde Rechnung, wenn Deutschland halt unter den 2 besten
Nationen in dieser 5-Jahres-Wertung ist. Also wieder ganz, ganz kompliziert. Ich sage, am Ende spielt gefühlt der 10. oder der 11. noch europäisch, aber nur das mal, just by the way. Gladbach, die werden nicht mehr absteigen. Ich glaube, weil die unten sich auch noch gegenseitig die Punkte nehmen, das wird nicht mehr schief gehen. Ich tippe daher mal auf einen 2:0-Sieg für Hoffenheim, weil ich die ein bisschen stärker einschätze. Für die Gladbacher ist das auch eine Saison zum Vergessen. Die sollten auch schleunigst sich im Sommer ein bisschen neu aufstellen und dann nächstes Jahr vielleicht auch wieder oben mitspielen. Dann haben wir Überraschungsmannschaft Heidenheim gegen Leipzig. Wie gesagt, die Heidenheimer, die spielen nach wie vor eine sensationelle Saison. Da kann ich mich Video für Video immer nur wiederholen, was Frank Schmidt da geleistet hat. Nicht nur jetzt in der Saison, auch die letzten Jahre, wie der Heidenheim hochgebracht hat. Das ist wirklich, ja, sensationell. Haben sich auch für die neue Saison schon wieder verstärkt. Mit 2, 3 Spielern habe ich so im Hintergrund mitbekommen. Leipzig im Kampf mit Dortmund um Platz 4. Das würde ja den sicheren Champions League Platz geben. Platz 5 könnte eventuell reichen, ne? Mit der 5-Jahres-Wertung und so weiter und so fort. Und warum sollen die Heidenheimer auch nicht Leipzig zu Hause schlagen? Aber ich fürchte oder ich vermute mal, dass das nicht nochmal passiert. Von daher tippen wir mal Leipzig, weil ich brauche noch ein paar Punkte. Ich will auch noch so viele Punkte holen, wie es geht. Ich würde natürlich Heidenheim auf jeden Fall den Sieg gönnen. Also nur weil ich jetzt hier für Leipzig tippe, heißt das nicht, dass ich Leipzig hier irgendwie einen Sieg wünsche. Sportlich gesehen wünsche ich denen den Abstieg in die Belanglosigkeit. Aber gut, das Leben ist kein Wunschkonzert. Von daher schauen wir mal, ob die Leipziger mir immerhin ein paar Punkte bringen. Das Topspiel dann am Samstagabend ist Union gegen die Bayern. Wie gesagt, die nutzten jetzt hoffentlich die letzte Ausfahrt Champions League. Dann würden sie gegen Man City oder Real spielen. Das, wie gesagt, entscheidet sich Stand jetzt in einer Stunde. Dann geht es nämlich los. Wenn das Video raus ist, wisst ihr schon. Und dann halt entweder gegen Real oder City. Das sind halt nicht viel weniger leichtere Gegner. Aber erstmal müssen sie gegen Arsenal das Rückspiel gewinnen. Ich hoffe mal, dass sie das irgendwie hinkriegen werden. Und Union, die sind da auch noch nicht so ganz raus aus dem Abstiegskampf. Die sollten auch noch mal so 1, 2 Siege holen vielleicht. Oder so 4, 5 Punkte. Dann sollte das auch rechnerisch klappen. Aber hier glaube ich, dass die Bayern das machen. Wie gesagt, die werden wahrscheinlich in der Bundesliga... Ja, mit der nötigen Ernsthaftigkeit will ich nicht sagen. Ich glaube, die spielen da schon professionell zu Ende. Schon alleine, um hier keine Wettbewerbsverzerrung zu betreiben. Von daher mache ich mal ein 3:1 für die Bayern. Am Sonntag sind da noch ein paar Europacup-Teilnehmer im Einsatz. Bremen gegen Stuttgart, die nächstes Jahr dann sicher international spielen. Zumindest mal Europa League. Das haben sie seit dem letzten Spieltag sicher gegen uns. Also für irgendwas ist die Eintracht immer gut. Entweder Gegner aufzubauen oder um irgendwelche Ziele der anderen Vereine dann erreichbar zu machen. Von daher herzlichen Glückwunsch an Stuttgart. Tja, und Bremen, die können, glaube ich, nicht mehr. Ich habe die Tabelle jetzt nicht im Kopf, aber ich glaube, die können auch nur noch theoretisch mit reinrutschen. Aber wenn es halt ganz blöd läuft, man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Die halbe Liga kann auch absteigen gefühlt. Aber ich glaube, dass der VfB das macht. Die sind auch wie Leverkusen nicht so konstant, sonst wären sie ja Meister oder auf dem ersten Platz. Die spielen richtig gut. Guter Trainer, gute Mannschaft. Vorne Stürmer, die treffen. Die hätten wir gerne. Und von daher mache ich auch mal ein knappes 1:2. Bremen muss auch mal wieder. Aber ich schätze einfach den VfB stärker ein. Dortmund gegen Leverkusen, Kracher-Duell, hätte auch ein Duell um die Meisterschaft sein können. Die ist natürlich jetzt entschieden. Jetzt geht es natürlich für Leverkusen darum, auch die Saison ohne Niederlage. Ob sie es schaffen, wie zum Beispiel Arsenal, damals mit Henry, Bergkamp, Pires, die hatten eine geile Truppe. Patrick Vieira, das war schon eine Hammertruppe unter Wenger. Wie Invisibles damals. Ne? Der AC Mailand hat das auch mal geschafft in den 90ern, glaube ich. Oder auch in den frühen 2000ern. Auf jeden Fall, da haben auch so Leute wie Seedorf da gespielt und Maldini und hast du nicht gesehen. Also warum nicht? Wäre ja mal eine coole Sache. Von daher glaube ich, dass die Leverkusener in Dortmund zumindest mal unentschieden spielen. Wie viel Kraft haben die Dortmunder nach dem Spiel gegen Atletico? Das war natürlich auch wieder ein hitziges Spiel, ging hin und her, 4:2 am Ende. Und gegen Paris, tja, weiß nicht, es sind beides 50-50 Spiele, da wollen jetzt beide ins Finale. Rückspiel haben sie natürlich in Paris, das ist vielleicht, ja, Nachteil will ich nicht sagen. Wenn sie zu Hause sich eine gute Ausgangslage holen, dann ist auf jeden Fall das Finale drin. Vielleicht sogar dann gegen Bayern im besten Fall, wer weiß. Aber jetzt, um auf das Spiel zurückzukommen, ich tippe mal auf einen Unentschieden. Ja, vielleicht ein 2:2. Vielleicht gewinnt Leverkusen auch knapp. Vielleicht ist das auch die erste Niederlage. Man wartet ja immer so ein bisschen drauf, wann passiert's. Aber wenn Leverkusen dieses Jahr kein Spiel mehr verliert, dann gewinnen sie den DFB-Pokal und werden halt Europa League-Sieger. Dann hätten sie halt die perfekte Saison gespielt, ne? Warum nicht? Aber sei ihnen gegönnt. Wie gesagt, mit der Truppe, mit dem Trainer muss man da auf jeden Fall den Hut vorziehen. Und der Abschluss da, Nummer 7:30 mit Freiburg gegen Mainz. Beide noch mit Zielen. Freiburg will ins internationale Geschäft. Mainz will in der Liga bleiben. Wie gesagt, im Duell mit Köln, Wolfsburg, Bochum. Die müssen halt auch zusehen, dass sie gewinnen. Und die haben von den gerade genannten Teams eigentlich das Momentum gerade auf ihrer Seite. Hoffenheim zu Hause geschlagen.
Es ist nicht lange her, da haben die in München mal 8 Stück gekriegt, die Mainzer, und waren eigentlich gefühlt schon weg. Die hat eigentlich keiner mehr auf der Rechnung gehabt. Und dann haben die halt auch mit ihrem Trainer zusammen mit der Truppe immer weitergemacht und sind ihrer Linie treu geblieben und haben dann am Ende sich diese Chance dann erarbeitet. Und deswegen wird das auch ein sehr, sehr spannendes Spiel. Mal gucken, ich habe ein paar Heimsieger. Auswärtssieg habe ich auch wieder nur einen. Ne, 3. Ich habe sogar 3 Auswärtssiege. Tja, aber ich glaube, das machen die Freiburger. Da habe ich ein ganz, ganz blödes Gefühl. Ich tippe da auch mal knapp. Ich mache mal ein torreiches 3:2. Warum auch immer. Aber gut, warum nicht? Könnte ja sein, dass das torreichste Spiel wird an diesem Spieltag. Vielleicht wird es auch ein langweiliges 0-0-Gegurke. Aber wir speichern die Tipps und wir schauen auch bei uns mal auf die Gesamtübersicht. Wir können ja gerade mal gemeinsam auf die Bonustipps schauen. Da ist sowohl der Deutsche Meister als auch der Herbstmeister Leverkusen. Trainerentlassung, die erste war beim FC Augsburg. Hat zum Beispiel Hegebusch und Kino richtig getippt. Ich habe ja ebenfalls beim FC Augsburg. Also ganz viele hatten den FC A als erste Trainerentlassung drin. Bei Meisterschaft und Herbstmeisterschaft hatte natürlich niemand Leverkusen. Also damit hat niemand rechnen können. Vor allem, weil du die Tipps ja vorher festlegen musst. Der Killer Quadro irgendwie nicht. Der war sich zu unsicher oder hat es irgendwie vergessen. Fehlen ihm halt am Ende ein paar Bonustipps. Aber guckt, ihr seht, sonst entweder Bayern, Leipzig oder Dortmund. Ach doch, hier! Der Blockgipfel hat Leverkusen zumindest als Herbstmeister. Und Henriese, glaube ich, so wird das ausgesprochen, ist der Einzige, der Leverkusen auf Meister getippt hat. Hier war jemand ganz mutig, hat irgendwie ganz wild getippt, hat Heidenheim als Meister getippt und als Herbstmeister und die erste Trainerentlassung bei Hoffenheim. Also entweder ist er Heidenheim-Fan oder er hat einfach nur Listen of Fun gemacht. Das wäre aber gar nicht gegangen. Guck mal, der beste Torschütze, auch von Heidenheim, wahrscheinlich Kleindienst. Na gut, der ist wahrscheinlich Heidenheim-Fan. Hier Herbstmeister Querin, also so 1, 2 sind dann doch immer mit dabei, aber gut, das ist Glückssache, damit kannst du halt nicht rechnen. Dann gucken wir mal auf die Gesamtübersicht. Da sehen wir natürlich immer noch Hegebusch oben mit Dökinho. 2 Punkte sind da auseinander und dann der Paul dahinter schon mit 20 Punkten Abstand. Also ich glaube, es wird sich zwischen Hegebusch und Dökinho entscheiden. Wenn der Paul jetzt nicht mal 16 Punkte oder 18 Punkte holt, dazu muss er natürlich unterschiedlicher tippen als der Hegebusch und der Dökinho. Das ist halt immer ganz, ganz schwer. Aber ihr seht, es sind immer noch viele Leute mit dabei, viele aktiv. Ich bin auf dem 13. Ich versuche hier irgendwie noch den Rafa, die Briefeule und den Killer Quadro zu erwischen. Vielleicht sogar noch den Flipmo-Scott und den X-Tex. Und dann schauen wir mal, für was es reicht. Also viel Glück für eure Tipps, für eure Mannschaften. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder mit Spieltag 31. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob es dann schon mal ein paar Tendenzen gibt. So unten im Abstiegskampf oder bei den internationalen Plätzen. Wir lassen uns überraschen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bleibt gesund und bis nächste Woche. Ciao, ciao.